Im Frühjahr 1954 stürzte sich die Presse begeistert auf die neueste Erfindung der Bell-Laboratorien. Eine Solarzelle auf Siliziumbasis, die Sonnenenergie effizient in elektrischen Strom umwandeln konnte. Diese Erfindung wurde als Beginn einer neuen Ära gefeiert. Die Reporter verkündeten, die ganze Zivilisation werde bald von der grenzenlosen Energie der Sonne versorgt. Doch der Traum hatte einen Haken. Denn diese erste verkaufte Solarzelle kostete rund $300 pro Watt. Damit hätte es weit über 1 Million gekostet, eine Einheit zu kaufen, die groß genug wäre, um ein einzelnes Haus mit Strom zu versorgen. Doch heute ist Solarenergie in vielen Ländern die am günstigsten herzustellende Energieform und übertrifft damit fossile Brennstoffalternativen wie Kohle und Gas. Millionen von Haushalten haben Solarplatten auf dem Dach, wobei sich die meisten Anlagen in den ersten 7 bis 12 Jahren amortisieren und dann weitere Einsparungen erzielen. Wie wurde Solarenergie so erschwinglich? Ein Wendepunkt in der Geschichte des Solarenergiepreises fand 2000 im Deutschen Bundestag statt, als Hermann Scheer das Erneuerbare-Energien-Gesetz einführte. Dieses Gesetz legte eine Vision für die energetische Zukunft des Landes in den Bereichen Sonne und Wind fest. Es bot Bürgern Anreize, in Solarplatten auf ihren Dächern zu investieren, indem Hausbesitzern die Zahlung der von ihnen erzeugten und an das Stromnetz verkauften erneuerbaren Energie garantiert wurde. Der Vergütungssatz für diesen Strom wurde stark subventioniert und erreichte zeitweise das Vierfache des Marktpreises. Bald folgten mehrere andere Länder dem Beispiel Deutschlands und führten ähnliche Maßnahmen und Anreize ein, um die Nutzung von Solarenergie in ihrem Land voranzutreiben. Dies führte weltweit zu einer beispiellosen Nachfrage nach Solarplatten. Hersteller konnten die Produktion steigern und die Kosten durch Innovationen senken. Infolgedessen fielen die Preise für Solarplatten und ihre Effizienz nahm zu. Heute ist eine 46 Quadratmeter große Anlage auf dem Dach oft effizient genug, um ein ganzes Haus zu versorgen. Und diese Einheit kostet nicht mehr Millionen. 2022 lagen die durchschnittlichen Verbraucherkosten in den USA für eine Solaranlage auf dem Dach zwischen $17.000 und $23.000. Diese Preise fielen allein zwischen 2010 und 2020 um über 60%. Wie viel Geld kann man also sparen, wenn man auf Solarenergie umsteigt? Hausbesitzer mit Solaranlagen in den USA können rund $1.500 pro Jahr an Energiekosten sparen. Dies entspricht einer Nettoersparnis von $10.000 bis $30.000 während der Lebensdauer der Einheit. Die monatlichen Einsparungen variieren je nach direkter Sonneneinstrahlung, der die Platten ausgesetzt sind, den Wetterbedingungen und dem Strompreis des Wohnorts. Aber nicht jeder kann Solarplatten installieren. Insbesondere für Mieter ist es schwierig und in vielen Ländern besitzen mehr als 25% der Erwachsenen kein eigenes Haus. Selbst wenn, muss das Dach Anforderungen an Ausrichtung und Neigung erfüllen, damit sich die Investition in Solarplatten lohnt. Und obwohl sich Solaranlagen oft selbst amortisieren, kann der anfängliche Preis für Kauf und Installation hoch sein. Einige Unternehmen bieten Modelle für das Leasing von Solaranlagen an, bei denen sie die Materialkosten, die Installation und die Wartung der Anlagen auf dem Dach finanzieren. Hausbesitzer können dann den durch die Platten erzeugten Strom zu einem festen Preis kaufen, der in der Regel unter dem Preis des örtlichen Versorgers liegt. Dennoch arbeiten viele an gemeindebasierten Lösungen, die es ganzen Nachbarschaften ermöglichen würden, von Solarenergie zu profitieren. In Europa gibt es mehr als 7.000 kommunale Energieverbände, in denen ortsansässige Mitglieder gemeinsam in Windturbinen und Sonnenkollektoren investieren, um das örtliche Stromnetz zu versorgen. Im Jahr 2005 gründete die deutsche Stadt Wolfhagen eine Bürgergenossenschaft mit 800 Mitgliedern, die gemeinsam umgerechnet 2,84 Millionen US-Dollar investierte, um 25% des örtlichen Energieanbieters aufzukaufen und dessen Programm für erneuerbare Energien zu erweitern. Heute erzeugen ihre Turbinen und Platten genug Energie, um den Bedarf der Stadt und noch mehr zu decken. Überschüssige Energie wird an benachbarte Städte verkauft und die Gewinne werden wieder in die Gemeinde investiert.
Für viele geht der Reiz von Solarenergie über das reine Sparen hinaus. Damit ausgestattete Häuser sind klimaresistenter, da sie vor Spannungsabfällen und Stromausfällen geschützt sein können. Ganz zu schweigen von der Schlüsselrolle der Solarenergie bei der Dekarbonisierung des Energienetzes. Durch die Zusammenarbeit mit größeren Wind- und Solarparks tragen Solaranlagen auf dem Dach dazu bei, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und den Weg für eine sauberere und zuverlässigere energetische Zukunft zu ebnen. Möchtest du mehr über die spannenden Schritte erfahren, die Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Menschen wie du unternehmen, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern? Besuche ed.ted.com/earthschool, um deine Neugier und Hoffnung zu wecken.